Werte Patienten, mein Name ist Johann Birk, behandle als Schmerz- und Physiotherapeut in Augsburg und München. Im nachfolgenden Video teilt einer unserer Patienten seine Geschichte von der Diagnose über den Behandlungsverlauf bis hin zu seiner Behandlung in unserer Praxis mit. Hallo, ich bin Carola, die Mama von der Selina. Meine Tochter Selina wurde vor 4 Jahren an dem rechten Fuß operiert. Da wurde der Knochen aufgeschnitten und irgendwie die Sehne da rein versetzt, also anders, dass sie nicht mehr rausspringen kann, weil sie solche Schmerzen hatte und schon bei sehr vielen Ärzten war. Keiner konnte ihr wirklich helfen, bis der Chefarzt an einer Klinik meinte, das muss man operieren und unter anderem diese OP machen. Als wir die Klinik verließen, war eine Zeit lang eine Ruhe. Danach sind wir wieder zu Ärzten gegangen, haben wieder neue Termine gehabt, weil sie wieder nicht laufen konnte. Teilweise ist der Fuß von heute auf morgen einfach nicht mehr belastbar gewesen. Sie konnte nichts mehr machen, sie durfte keine Hobbys mehr haben. Sie durfte kein Kind mehr sein. Sie war einfach nur, sie hat einfach gelebt. Irgendwie. Hallo, ich bin Selina, ich bin 15 Jahre alt und genau, also die Schmerzen, die waren so hoch, dass ich halt wirklich nichts mehr machen konnte. Ich war über ein paar Monate einfach nur auf Krücken. Ich durfte keinen Sport machen, also keinen Sport mehr machen, ich musste meine Hobbys aufgeben und trotz dessen sagten die Ärzte einfach, dass es einfach an der Psyche liegt und dass man in dem jungen Alter nichts an den Füßen haben kann. Und deswegen wurde mir dann auch die Muskelmasse entfernt, weil ich zu viel Muskelmasse im Fuß hatte und der Knochen dann auch noch vertieft. Ich bin danach trotzdem von Arzt zu Arzt gegangen und jeder Arzt meinte, in dem Alter kann sowas nicht sein und dass halt wirklich alles nur an der Sportart liegt. Und ja, als ich dann durch Bekannte zum Herr Birk kam, hat er mir innerhalb von 3 Sekunden einfach den Schmerz wegnehmen können. Und dafür habe ich ihm sehr zu danken. Obwohl wir davor, eine Stunde bevor wir zum Herrn Böck gekommen sind, 3 Tage im Krankenhaus gelegen sind und sie wieder nicht laufen konnte und sie da wieder gesagt haben, ich soll mit meinem Kind zu einem Psychologen gehen. Sie kann nur nicht auftreten, weil sie sich das psychisch einbildet. Und ein Bekannter hat dann eben gesagt, du, der Herr Böck hätte heute Abend noch einen Termin für dich frei, bitte fahr hin. Wir sind sofort hin und er konnte wirklich innerhalb von 3 Sekunden den Schmerzpunkt finden und hat ihr geholfen. Und seitdem kann sie joggen, sie kann reiten, sie kann Fahrrad fahren, sie kann Trampolin hüpfen. All das, was sie nicht mehr machen konnte und durfte, weil die Ärzte meinten, sie wäre dazu nicht mehr in der Lage, weil sie eben keine Muskelmasse dafür mehr hätte. Ich habe 4 MRTs hinter mir und 6 Röntgenbilder. Und trotz dessen haben die Ärzte eigentlich nichts gefunden. Außer, dass du Schmerzmittel hättest nehmen sollen, die dir ja dabei helfen sollen und du dich geweigert hast, dass du lieber die Schmerzen aushaltest, wie Schmerzmittel in dich reinzunehmen. Ja. Wir würden vielen, vielen herzlichen Dank dem Herrn Birk sagen für alles, was er für uns getan hat in diesen 3 Sekunden, wo wirklich nicht viel Zeit war. Also wo man einfach helfen kann ohne irgendwelche Schmerzmittel. Und ich würde ihm wirklich, wirklich jedem Menschen nur weiterempfehlen, bevor er sich operieren lässt, bevor er seine Kinder kaputt machen lässt. Man kann es nie wieder gut machen und auch nicht im Seelischen, was man seinem Kind damit angetan hat. Auf jeden Fall. Und es ist ja nicht so, dass diese OP einfach nicht einschränkend ist. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man sich nicht einfach sinnlos unter das Messer legen lassen soll, trotzdem, dass die Chefärzte das sagen. Die Behebung der Problematik lag in einem peripheren Nervenblock und konnte innerhalb von 3 Sekunden gelöst werden. Wenn Sie sich in diesem Beitrag wiederfinden und einen ähnlichen Weg hinter sich haben, helfe ich Ihnen gerne und heiße Sie herzlich willkommen.